Hallo, willkommen zurück zu Pandas. Letzte Runde heute. Ja, ihr schafft das definitiv. Dann habt ihr zumindest mal die allerwichtigsten Grundlagen erreicht. Und ja, natürlich werde ich diese Serie noch upgraden. Ja, natürlich wird es mehr Videos zu dieser Serie geben. Aber aktuell ist das so ziemlich das, was ich als das Wichtigste bezeichnen würde. Natürlich gibt es noch so viel mehr zu Pandas, was man wissen kann, könnte, was einem das Leben leichter macht. Aber ich würde sagen, ihr habt danach eine sehr solide Grundlage. Und wenn ihr Vorschläge habt, immer gerne her. Was ihr allerdings auf jeden Fall noch braucht, ist natürlich Input und Output, I/O. Ja? Und meistens oder häufiger mal werdet ihr solche Sachen hier als CSV-Dateien bekommen. CSV heißt Comma Separated Value. Das bedeutet sowas wie zum Beispiel eine Datei. Lasst uns mal kurz eine erstellen einfach. Wir erstellen eine Datei, nennen sie einfach mal data.csv. Manche werden auch in JSON übertragen. Selbstverständlich hat Pandas auch für JSON eine Möglichkeit, das einzulesen. Pandas hat quasi für alles eine Möglichkeit, okay? Comma Separated Values, also CSV, JSON, HTML, LaTeX sogar, XML, Microsoft Excel, Open Document, HDF5, Parquet, Theta, ORC, Stata, SAS, Pickle, SQL, BigQuery von Google und so weiter und so fort. Also ihr habt wirklich viele Möglichkeiten, okay? Ich möchte euch jetzt hier die CSV-Variante zeigen. Und wenn ihr sagt, ich brauche ganz dringend noch was anderes, bitte, Cedric, Morpheus, macht das. Dann kann das jederzeit jeder zu mir sagen. Aber ich finde, dass CSVs das Wichtigste sind und den Rest kann man sich fast schon herleiten. Okay, ja, sorry, langes Gelaber. Erstmal sieht das Ganze so aus. Wir haben hier Column 1, wir haben Column 2 und wir haben danach eben noch mehrere Columns, noch mehrere Spalten. Und dann haben wir natürlich hier die einzelnen Zeilen, also die einzelnen Daten, 1, 2 und 3, 4. Das ist im Endeffekt genau das, wie ihr euch eine Tabelle vorstellen würdet in Excel. Ja? Also das sind die beiden Überschriftspunkte und das sind eben die jeweiligen Datenpunkte darin. Kein großes Trara hier. Und wenn wir das jetzt laden wollen, ich habe jetzt hier tatsächlich schon mal ein Dataframe vorbereitet, damit wir auch ein bisschen mehr zu gucken haben. Ich würde tatsächlich erst gerne das Schreiben machen. Das heißt, wir nehmen die Funktion und packen hier einfach, also wir machen jetzt das Dataframe .toCSV. Ja, da habt ihr noch die anderen To-Sachen gesehen, die alle unterstützt sind. ToExcel, ToTheta, ToHDF, HTML, LaTeX und so weiter und so fort. Wir nehmen, wie gesagt, hier ToCSV und wir wollen das Ding jetzt schreiben. So. Zunächst einmal, wir müssen angeben, was genau das ist, also Path or Buffer. Normalerweise werdet ihr hier ein Path angeben. Das wird in unserem Fall data.csv werden. Und wenn wir das jetzt ausführen hier, dann können wir hier einfach Run sagen und schon wird das Ganze eben geschrieben in die data.csv. Und hier haben wir dann einen riesigen Wert. Ja, also wir haben sehr, sehr viele verschiedene Werte hier drin, die uns da... Ja, die damit einfach einhergehen. Achtet auch hier oben auf das erste Komma, okay? Wir haben, um nochmal kurz auf das Dataframe einzugehen, den Index der Zeit gewählt und die Spalten 1 und 2. Das Dataframe, die CSV-Datei sagt, keine Überschrift, 1, 2. Das ist, als hätten wir gesagt, okay, das ist quasi eine Spalte, aber ohne Überschrift. Und das können wir so machen. Das muss man nur nachher wieder richtig einlesen. Und dann haben wir hier eben natürlich die Werte. So, selbstverständlich haben wir hier noch haufenweise verschiedene Auswahlkriterien. Der Standard bei einer Komma Separated Value als Trennzeichen ist selbstverständlich das Komma. Wir können hier aber als Separator angeben, was immer wir wollen. Wir sehen es hier genau und das macht, also hier ist immer das Komma dazwischen und das macht schon Sinn teilweise. Denn ja, manche Leute machen Tausender Trennzeichen mit Komma. Manche Leute schreiben Zahlen mit Komma, was bei einer Comma-Separated-Value-Datei absolut Probleme machen würde. Und wenn wir, wie gesagt, hier eine Zahl hätten mit 1000 oder 10.000 oder so, dann schreiben manche hier auch ein Komma rein. Was so zwei Werte wären, so wäre es eine Kommazahl. Anderweitig, es kann vorkommen, dass das passiert. Deswegen muss man hier darauf vorbereitet sein. Ja, ich sollte das vielleicht wieder da rausnehmen, sonst, wobei, ich überschreibe das eh. Und deswegen kann man hier zum Beispiel auch sowas als Separator angeben oder hui. Also ich kann auch sowas als Separator angeben, wenn ich das möchte. Es macht nur nicht immer viel Sinn. Okay, Delimiter was be, okay. In dem Fall, okay, sowas macht man aber normalerweise auch nicht. Also sowas wäre vielleicht noch denkbar. Manche Leute schreiben ein Semikolon ganz gerne in ihre Comma-Separated Values. Das ist auch noch gängig.
sozusagen, dass wir hier das jeweils damit füllen. Ich würde euch empfehlen, das Komma, das normale Komma zu verwenden. Wenn ihr Probleme habt, nehmt ein Semikolon, das geht natürlich immer. Okay. Wenn ihr mehr wollt, dann könnt ihr hier einfach Steuerung-Taste drücken, draufklicken, dann seht ihr hier relativ schnell, was es alles für Möglichkeiten gibt. Das möchte ich einfach nur mal ganz kurz dazu sagen. Docstrings gibt es natürlich auch, aber ist okay. Und zwar haben wir einmal hier den NA-Rep. Also wie werden nicht vorhandene Werte repräsentiert. Dafür steht ja nichts mit Nordamerika und Reputation oder sowas. Ihr guckt zu viel LOL, glaubt mir. Im Endeffekt steht da nichts. Also das heißt, ein Wert, der halt nicht da ist, der wird halt einfach nicht eingesetzt, da wird halt einfach nichts angegeben. Und das ist okay so. Ihr könnt da aber was eintragen, wenn euch das stört. Float Format ist ein weiterer, ist quasi wie Floating Point Numbers dargestellt werden. Würde ich euch absolut empfehlen, so zu lassen. Das ist definitiv sinnvoll. Ihr seht, Floating Point Numbers werden einfach so dargestellt, wie man es erwarten würde. Ich würde die nicht hier anders machen. Und natürlich werden die hier relativ groß dargestellt. Auch die Columns, die sind quasi, also da könnt ihr quasi auswählen, welche Spalten ihr überhaupt wählen wollt, welche Spalten überhaupt ausgegeben werden sollen. Ihr könnt auswählen, ob die Header gegeben werden sollen. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, Header gleich False, dann wird einfach in meiner Comma-Separated-Value-Datei werden halt die ersten paar Dinger nicht ausgegeben. Also die Namen der Spalten werden nicht ausgegeben. Das kann manchmal hilfreich sein, manchmal ist es aber auch nur hinderlich, deswegen ist es hier standardmäßig auf False. Und wundert euch nicht über diesen Bool-T, das kommt noch aus dem C quasi rüber, dieser Bool-Type. Ja, nicht wundern. Gut, der Index, der ist normalerweise eben dabei. Also das hier quasi, der Index ist ja bei uns die Zeit. In diesem Fall sieht man aber keinen Unterschied mehr zwischen Index und Nicht-Index. Also das sieht aus wie eine eigene Spalte. Klar, man kann das auch nachher wieder überstacken zum Beispiel, beziehungsweise nicht stacken. Man kann nachher natürlich die erste Spalte auch wieder als Index definieren. Das geht. Aber in unserem Fall, wir können auch natürlich sagen, wir wollen gar keinen Index haben. Das heißt, Index auf False setzen. Standardwert wäre True. Dann können wir hier selbstverständlich hergehen und das Index-Label auch wählen, wenn wir das wollen, zum Beispiel Index oder sowas. Wir können den Mode wählen. Gut, das macht jetzt hier relativ wenig Sinn. Der Python Write Mode. Ihr könnt natürlich auch Append wählen, wenn ihr das da drin schreiben wollt. Das Encoding würde ich euch stark empfehlen zu lassen, denn ansonsten, ja, also bei Python 3 ist der Standardwert ein UTF-8-Wert. Das heißt, ihr könnt hier eigentlich alles encoden, soweit. Und den Rest würde ich euch generell, ihr könnt ihn euch mal durchlesen, aber ich würde generell euch empfehlen, das zu lassen. Also die wichtigsten Werte sind eben der Path, der Separator, falls ihr den ändern wollt, die nicht vorhandenen Werte, die repräsentiert werden, das würde ich lassen. Welche Spalten ihr ausgeben wollt, ob ihr Header ausgeben wollt, ob ihr den Index ausgeben wollt und wie der Index genannt werden soll. Gelegentlich vielleicht noch Append oder Write. Aber wie gesagt, normalerweise nimmt man immer Write, man überschreibt normalerweise alle Werte einfach, weil man ja auch ein komplettes Dataframe hat. Okay, jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich das Ding wieder einlesen? Nun, einlesen könnt ihr genau auf dieselbe Art und Weise. Es gibt die wunderbare Funktion df ist gleich pandas.readCSV. Und hier sehen wir auch wieder, wie viele Read-Optionen wir eigentlich haben. Ihr könnt euch da gerne noch die anderen angucken und einfach mal ein bisschen mit rumspielen. Und wir wollen selbstverständlich data.csv lesen. Der Separator muss jetzt in unserem Fall angegeben werden, weil er ist nicht der Standard auf Komma gesetzt, sondern wir haben ihn selber auf Semikolon gesetzt. Dementsprechend müssen wir das lesen. Und auch hier gibt es wieder sehr, sehr viele mögliche Werte, die wir setzen können. Im Endeffekt dieselben, auch wie gerade eben. Wir können sagen, welches die Index-Column ist. Das Problem, was wir jetzt natürlich hier bei uns haben, ist, wir haben nicht mehr die Namen dastehen. Ja? Wir können nicht mehr einfach sagen, ey, yo, ich hätte ganz gerne hier die da als Index-Column genommen. Nein, wir haben keine mehr. Also, was müssen wir machen? Naja, Index-Col ist gleich 0, sollte da auch gehen. Und wir printen jetzt hier mal df aus. Das heißt, wir schreiben erst, dann lesen wir ein und dann sehen wir, okay, hier wurde offensichtlich was gemacht und ja, hat einigermaßen gut funktioniert, okay? Also wir haben das hier zumindest als Index wiedergewonnen, aber unsere Spalten haben jetzt natürlich die Bezeichnung 0,28 bla 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 und minus 0,5 irgendwas, weil wir wie gesagt auch den Data.csv-Wert hier leider, also den obersten Wert interpretieren wir sozusagen einfach nur so als Namen davon und naja, der hier ist dann halt natürlich einfach, ne? Auch der Name geworden. Okay,
Also was wir machen müssen ist, wir müssen natürlich hier wieder hergehen und sagen, die Header sollen bitte zum Beispiel, also Header sollen bitte gleich 0,1 sein oder 1,2 hatten wir geschrieben. 1,2 wäre wahrscheinlich die bessere Idee. Übrigens, ihr könnt ja auch mehrere Index-Columns setzen. Ja? Ihr könnt ja wieder diese Tupel-Schreibweise haben, dann habt ihr wieder eure Multi-Index-Columns. Das geht genauso. Aber ja, in unserem Fall sagen wir jetzt einfach mal, die Header sollen bitte... das hat nicht richtig funktioniert. Ja, weil ich habe natürlich versucht, hier Multi-Index zu machen. Vergesst, was ich getan habe. Wir machen hier Header gleich Non draus. Und dann bekommen wir das da. Also 1 und 2. Da, oder 0, 1 und 2 wird uns quasi das Ganze hier genannt. Das hier ist der Name jetzt für unseren Index geworden, aber das hier ist trotzdem noch unser Index. Also nicht wundern. Genau, okay, also die Funktion ist mega mächtig. Squeeze zum Beispiel ist super geil, wenn ihr nur eine Spalte habt. Also nehmen wir mal an, wir hätten nur den Index hier und dann hätten wir nur die Spalte 1 hier runter gehabt. Dann können wir, wenn wir Squeeze auf True setzen, statt einem Dataframe auch einfach direkt eine Series zurückgeben und damit arbeiten, wenn wir das wollen. Also es ist ziemlich cool. Und dann gibt es eben noch hier ganz viele andere Werte. Hier zum Beispiel auch, was mit den NA-Values passieren soll. Ob wir sie filtern wollen, was wir genau machen wollen, Date-Time-Handling, ob wir Dates parsen wollen. In unserem Fall wurde das nicht gemacht. Wir wollen aber eigentlich, dass Dates geparsed werden. Also können wir hier auch Parse Dates gleich True setzen. Und dann sollte das, glaube ich, noch ein bisschen besser funktionieren. So, ja, dann haben wir hier zumindest mal die Daten einigermaßen richtig. Dann haben wir die Option Inferred Datetime Format, also quasi, wenn wir das inferieren wollen, also wenn wir es automatisch auslesen wollen, wenn wir das Datum haben wollen oder behalten wollen und so weiter und so fort. Es gibt wahnsinnig viel hier. Normalerweise werdet ihr hier die Standardeinstellungen benutzen können. Ihr müsst da eigentlich in den wenigsten Fällen irgendwas Komisches angeben, denn die meisten kennen natürlich, also die meisten, die euch solche Dateien oder Daten zur Verfügung stellen, inklusive ihr jetzt auch, kennen natürlich die Problematik. Deswegen werden die allermeisten hierher gehen und den Separator nicht verändern, den Separator, und den einfach auf Komma stehen lassen. Die meisten werden auch hier den Header drin lassen. Und dementsprechend wird man hier auch nichts machen müssen. Man kann hier einfach den Header auf Infer lassen. Man kann auch einfach sagen, okay, Index Column, also im Endeffekt können wir hier das alles wegmachen, im besten Fall. Und sogar den Separator können wir wegmachen. Und wir können dann einfach so speichern und so lesen. Also in den meisten Fällen kann man das durchaus so definieren. Allerdings, wie gesagt, hier mit unserem Index hat das nicht funktioniert. Das heißt, wir müssen hier tatsächlich den Index noch, Index Column 0 reinschreiben. Und dann bekommen wir unser originales Layout wieder. Das heißt, hier sehen wir, okay, die erste Column war offensichtlich Index und keine Datenspalte. Also es geht relativ schnell, wenn man einfach nur speichern und laden möchte. Teilweise bekommt ihr halt Daten in einem komischen Format, vielleicht von anderen Leuten, und seid zu faul, die von Hand zu bereinigen. Dann könnt ihr diese speziellen Einlesekriterien verwenden. In vielen Fällen hat sich rausgestellt, das ist jetzt ein Tipp aus der Praxis, in vielen Fällen hat sich bei mir rausgesteckt, bis ihr diese speziellen, super krassen Werte hier, Error, Bad Lines, Dialect gleich None und On Bad Lines, bla bla bla, also ihr seht, hier ist sogar noch ein To-Do drin, irgendwelche komischen Sachen, also bevor ihr die irgendwie einigermaßen fest habt, bevor ihr die krassen Standardsachen überschreiten müsst, ist es einfacher, einmal kurz durch die Datei durchzuiterieren und die von Hand wirklich zu bearbeiten, schöner zu machen in einem separaten Skript und dann wieder da reinzuschreiben und dann mit den Daten zu arbeiten. Dann habt ihr wahrscheinlich bessere Chancen. Okay, in diesem Sinne war es das von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal, wahrscheinlich dann mit Plotting, beziehungsweise wenn die Serie noch ergänzt wird, dann natürlich damit. Ich wünsche euch viel Spaß, bis dann, ciao.